Hallo YouTube, hallo Mountainbike News, hallo E-Mountainbike News. Ich stehe hier zusammen mit dem Stefan von Merida. Der Stefan ist Produktmanager bei Merida und ist verantwortlich für die Mountainbikes. Stefan, hallo. Hallo zusammen. Stefan, wir fangen an mit einem Hardtail. Ein Hardtail, das eigentlich schon seit einem Jahr released ist, nur nicht in Deutschland. Es gibt es weltweit, sage ich jetzt mal, nur eben nicht bei uns. Erzähl uns was dazu. Genau, also wir haben hier das klassische Big 9 letztes Jahr vorgestellt, haben dann ein Carbon und ein Alu-Hardtail vorgestellt mit 100 mm vorne, ein schnell rollendes Rad für die klassischen Cross-Country-Strecken. Allerdings haben wir natürlich in den letzten Jahren gemerkt bei den Fullies, dass die Strecken sich immer weiterentwickeln, dass bei den Fullies der Trend zu mehr Federweg existiert und dass tendenziell das ganze Cross-Country-Thema einfach immer bergablastiger wird. Dementsprechend ziehen wir dieses Jahr mit dem Big 9 TR nach. Sprich, der Rahmen ist derselbe in Carbon und in Alu. Allerdings haben wir jetzt an der Gabel 120 mm statt 100 mm. Wir haben an allen TR-Modellen eine Dropper-Post, was eben bergab extrem viel Sicherheit bietet. Und wir haben vorne mit dem Maxxis Recon einen grobstolligeren Reifen im Vergleich zu dem Recon Race an dem klassischen Big 9. Okay, cool. Ich sehe jetzt hier die zwei Modelle. Das ist einmal das Aluminium, einmal das Carbon. Der Preispunkt hier unten ist jetzt bei 1,8 und der nächste bei 5,5. Gibt es noch was dazwischen? Ja, genau. Es gibt noch ein Carbon dazwischen, ein Big 9 TR 5000, um eben auch quasi dieses Down Country oder moderne Cross Country Feeling an einem Hardtail für einen günstigeren Preispunkt in Carbon anbieten zu können. Okay, super. Ich meine, hier sind wir im Hardtail-Bereich, aber ihr habt hier noch viel mehr, vor allem eher in Richtung Enduro, bisschen Gravity. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rüber und schauen uns das an, oder? Genau, wir können direkt ans andere Spektrum von unserem Line-Up gehen, an die 160 FR-Modelle. Top. Servus. Wie versprochen sind wir jetzt weitergezogen zu einem deutlich anderen Spektrum, Stefan. Jetzt haben wir hier das 160 als FR-Version, also als Freeride-Version für den Gravity-Sektor. Stefan, erzähl uns was. Ja, genau. Wir haben hier unseren bewährten Aluminium 160 Rahmen genommen, der bereits schon ASTM 5 freigegeben ist, beziehungsweise dadurch schon die komplette Bikepark-Freigabe hat. Passen jetzt allerdings über den Spec das Rad an, dass es eben gerade für den Bikepark besser funktioniert. Es hat sich ja wahrscheinlich ein bisschen was geändert zum Carbon-Modell. Also Geometrie ist mehr oder weniger gleich. Wir haben 10 mm mehr Federweg an der Front, also eine 180er Gabel. Genau. Heißt ein bisschen flacheren Lenkwinkel. Gibt es sonst Änderungen zum normalen 160 Carbon? Also die Hauptänderung zum 160 ist auf jeden Fall erstmal der Coil-Dämpfer. Der DVO-Dämpfer spricht einfach sehr, sehr sensibel an. Das ganze Rad, auch mit der 180er Gabel, fühlt sich einfach nach sehr viel Federweg an und funktioniert im Bikepark eben sehr gut. Und wir haben auch im Gegensatz zum normalen 160 haben wir jetzt hier Mallet über alle Größen, während es beim normalen 160 ab Größe L und XL auf Full 29er geht. Okay, super interessant. Stefan, das FR 800, Kostenpunkt 4.300 €. Dafür, das hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, habt ihr ein bisschen Absprüche an der Schaltung gemacht, weil ich sag mal, im Bikepark oder im Gravity-Sektor ist jetzt nicht der Fokus auf dem High-End XTR-Schaltwerk beispielsweise. Ja, genau. Generell bei dem FR-Modell setzen wir von unserem Budget viel auf das DVO-Fahrwerk und wir setzen eben auf sehr stabile DT F1900 Laufräder, die eben auch ASTM 5 freigegeben sind, sprich auch im Dauer-Bikepark-Einsatz gut funktionieren, haben die Conti-Reifen hinten in der Downhill-Karkasse und setzen quasi unser Budget viel auf zuverlässiges Fahrwerk, Laufräder, zuverlässige THP-Bremsen. Und nehmen das Budget dadurch quasi beim Antrieb ein bisschen raus, haben aber trotzdem noch einen funktionalen Shimano Deore 12-fach Antrieb, der funktioniert, der aber natürlich ein bisschen weniger fancy ist wie eben jetzt ein XT oder XTR-Antrieb. Ja. Ja, macht absolut Sinn für den Einsatzbereich. Eine Frage noch, das ist mir jetzt aufgefallen, die Sattelstütze. Das ist ja eine andere, als die wir kennen von Merida, ohne sozusagen die Höhenverstellungsmöglichkeit, richtig? Nein, also es ist eine neue Stütze von uns, die wir seit Modelljahr 24 im Programm haben. Die hat auch die Höhenverstellung, sprich sie hat 230 mm Hub. Und der Hub ist komplett verstellbar. Ich kann es dir auch kurz zeigen. Ja, das wäre doch mal schön. Es ist relativ simpel. Man stellt die gewünschte Position ein, beispielsweise hier, dreht hier die Überwurfmittel zu und hat dann den gewünschten Hub.
Okay, Simpel, werkzeuglos und einfach. das sah jetzt wirklich ziemlich simpel und flott aus. Ja, geil. Und das ist jetzt an allen FR und auch an den neuen 160 Carbonrädern noch verbaut? Oder kommen die noch mit der alten? Nee, genau, diese Sattelstütze, die heißt Merida Team TR2, ist seit Modelljahr 24 an allen 160 und E160 Modellen verbaut, die eben die Stütze mit hohen Verstellungen haben. Ah, okay. Und damit hast du mir auch gerade noch ein Wort zugeworfen, nämlich E160. Und ich glaube, das werden wir uns auch gleich noch angucken, oder? Genau, das können wir machen. Dann switchen wir mal darüber. So, die Reise war nicht sehr weit zum E160. Das E160, ich würde sagen, das ist ein E-Enduro, oder, Stefan? Genau, unser neues E-Enduro, was wir am 1. März diesen Jahres vorgestellt haben. 170 mm an der Front, 170 mm am Heck. Was ich auch schon gesehen habe, was ziemlich cool ist, Double-Down-Bereifung hinten. Vorne haben wir Max-Grip und Exo Plus, also ist im Endeffekt direkt bereit, um zu shredden, oder? Genau, das ganze Konzept von dem Fahrrad ist quasi ein sehr leichtes Full-Support-E-Bike zu bauen, was aber bereit ist für alle der Trails. Also es gibt keine Kompromisse, es ist ein vollwertiges Enduro. Eben wie du meintest, mit einem Double-Down-Reifen hinten, mit einer 38er Gabel vorne, mit dem großen Float X2 Dämpfer, mit einer langen Sattelstütze und auch mit einem zuverlässigen, aber dadurch bisschen schwereren Linkglide Di2 Antrieb. Sprich, wir wollen keine Fake-Spec oder Kompromisse eingehen und trotzdem leichtes E-Bike bauen. Leicht bedeutet? Um die 22 Kilo rum, aber eben wie gesagt ready to ride. Okay, nice. Was ich auch noch sehe, hier ist original eine Lampe verbaut. Damit kommt es ausgeliefert standardmäßig? Genau, alle unsere E-Bikes kommen mit der Lampe ausgeliefert, einfach um es erstens praktisch im Alltag zu machen und aber einfach auch gerade für Night Rides gewappnet zu sein. Ah, sehr cool. Aber ich kann sie auch, wie ich hier sehe, einfach easy demontieren, wenn ich darauf keine Lust habe. Genau, aber du hast dann schon deine Lichtkabel verlegt, was auf jeden Fall wieder es einfach macht, die wieder zu montieren. Okay, sehr cool. Der Preispunkt für das Fahrrad liegt bei 8.000 Euro, 7.999 um genau zu sein. Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage, oder? Ja, insbesondere mit dem Carbonrahmen, der sehr leicht ist und der dadurch eben auch für diese ganze Performance an dem Rad sorgt, ist das unserer Meinung nach ein guter Preis und ein gutes Gesamtpaket. Weil wir gerade noch bei Performance sind, verbaut ist hier ein Shimano-Aggregat EP801 und Wattstunden haben wir wie viel? Genau, wir haben eine 600 Wattstunden Batterie, die ist auch fest verbaut. Hat den Hintergrund, dass es dadurch einfach deutlich leichter wird. Wir haben jetzt ungefähr durch diese Maßnahme 700 Gramm gespart. Und für alle, die aber unbedingt einen entnehmbaren Akku wollen und vielleicht auch noch mehr Reichweite haben wollen, haben wir auch das Aluminium E160. Da haben wir 750 Wattstunden und einen entnehmbaren Akku. Und ihr habt auch einen Range Extender dafür. Genau. Der Dämpfer hier an den E160s ist gedreht und geflippt mit dem Hintergrund, dass in allen Größen der Range Extender reinpasst und der hat nochmal 360 Wattstunden. Sprich, selbst mit dem Akku, mit dem 600er Akku plus 360 Wattstunden kommt man fast auf 1000 Wattstunden und hat damit auf jeden Fall genug Reichweite. Das hört sich auf jeden Fall verdammt gut an, ja. Ich würde sagen, das waren mehr oder weniger alle Highlights am Fahrrad. Was mir noch aufgefallen ist, das sind FSA-Laufräder. Die sind wahrscheinlich auch bulletproof für Enduro, oder? Genau, sind FSA-Alu-Laufräder, die wir sehr lange getestet haben, hatten keine Probleme und eben mit einem Stahlfreilauf fürs E-Bike und dadurch sehr zuverlässig. Ja, sehr cool. Stefan, ich würde sagen, das war viel Info zu viel Fahrrädern und ich bedanke mich erstmal bei dir. Ja, danke dir. Schöne Zeit noch. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ansonsten, wenn ihr mehr Informationen zu all den gezeigten Fahrrädern wollt, schaut ihr bitte in den Artikel dazu, gebt dem Video ein Like, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Eurobike-Video. Ciao. Ciao.